Nach einer Unterlidplastik, die wir zu 90% in örtlicher Betäubung durchführen, kommen die Patienten für 1 bis 2 Stunden in den Aufwachraum. Dort wird mit Eiswasser und Kompressen gekühlt. Also wir legen die Kompressen in das kalte Wasser, quetschen die danach aus und legen die kühlen Kompressen auf die Augen. Je mehr man kühlt und je länger man kühlt, eigentlich umso besser ist das Ganze. Am ersten Tag nach dem Eingriff sieht das Ganze noch recht harmlos aus. Und die Patienten haben auch keine Schmerzen, sodass, wenn sie hier unsere Praxisklinik verlassen, oft sehr glücklich sind, weil sie keine Schmerzen haben. Das Ergebnis sieht schon recht hübsch aus. Vielleicht erkennt man noch einen blauen Fleck. Die Fahrtüchtigkeit ist aber da noch nicht gegeben. Nicht, weil wir ein Dormicum gegeben haben, sondern weil es kann natürlich auch da schon zu Schwellungen kommen, sodass man vielleicht ein eingeschränktes Gesichtsfeld hat und dass, wenn was passiert, die Versicherung dann nicht zahlt, weil eben frisch ein Eingriff stattgefunden hat, sodass eine Fahrmöglichkeit oder ein Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel notwendig ist. Dieser Eingriff kann eben auch mit Dormicum, also im Dämmerschlaf, durchgeführt werden, wo ein Fahrzeug zum Fahren auch für 24 Stunden nicht erlaubt ist. Die Patienten, wenn sie dann zu Hause sind, kühlen sie weiter, haben den Oberkörper leicht erhöht und geben für den ersten Tag einfach Ruhe. Je mehr man sich ausruht und Ruhe gibt, umso positiver wirkt sich das auf die Schwellneigung aus. Die erste Nacht bitte mit leicht erhöhtem Oberkörper schlafen. Wenn Schmerzmittel notwendig sind, haben die Patienten von uns Ibuprofen oder andere Schmerzmedikamente mitbekommen. Am nächsten Tag, also die nächsten 3 Tage nach dem Eingriff, ist die Schwellung am größten. Die blauen Flecken sind am größten und man sieht wirklich für Minimum 7 Tage ziemlich verquollen aus. Wir schreiben oft auch Cornerigel zur Nacht auf. Das ist eine Paste oder auch Isoptomax Augentropfen, die man 4-mal täglich tropft, weil am Unterlid kommt es oft zu Schwellungen, die das Unterlid ein bisschen vom Augapfel abheben, nur ganz minimal, aber das Auge dann dadurch gereizt sein könnte. Wir geben da eben oft gerne prophylaktisch zur Nacht schon eine Salbe, dass die Patienten diese Augenreizung für die ersten paar Tage nicht bekommen. Nach 7 Tagen kommen die Patienten wieder zu uns in die Praxis und da ist natürlich immer noch Schwellung da. Ein Unterlid braucht länger in der Heilung wie ein Oberlid. Überhaupt ist der gesamte Eingriff einer Unterlidplastik komplexer wie der einer Oberlidplastik. Aber nach 7 Tagen entfernen wir den Faden, das tut auch nicht weh. Wir nähen intrakutan mit einem also in der Haut mit einem Faden, also keine Knöpfe, sondern durchgehender Faden, den wir dann eben nach 7 Tagen entfernen. Nach den 7 Tagen kann man relativ schnell wieder anfangen, in sein normales Leben zurückzukommen, wobei optisch ist man schon bis 3 Wochen nach dem Eingriff auffällig. Ja, die blauen Flecken sind schon so nach 2 Wochen weg, aber nach 3 Wochen sollten sie ganz verschwunden sein und auch die Schwellung bis auf noch 10-20% reduziert sein. Also eine Unterlidplastik ist ein bisschen größerer Eingriff wie eine Oberlidplastik. Die Gesellschaftsfähigkeit ist in der Regel nach 3 bis 4 Wochen wieder gegeben. Das Endergebnis sieht man so circa nach 3 Monaten. Wenn die Operation gut verlaufen ist, sollte das auch einmalig reichen. Das Fett vom Unterlid kann allerdings auch wieder nachrutschen, sodass gegebenenfalls ein neuer Eingriff nach vielen Jahren notwendig sein kann. Am Unterlid kann man sich relativ schnell wieder schminken. Ich würde sagen, so nach 10 bis 14 Tage. Die Narbe muss sehr stabil sein, damit eben die Narbe das verkraftet, wenn man das Abschminken, dieses Reiben, damit die Narbe nicht aufgeht.
Solarium- und Saunabesuche sollte man für circa 4 bis 6 Wochen vermeiden, weil durch die Hitze kann es zu starken Schwellungen kommen. Narbe muss man vor Sonneneinstrahlung schützen, deswegen sollte man immer einen Sunblock auf die Narbe geben oder mit Sonnenbrille in die Sonne gehen. Sportliche Aktivitäten sind individuell zu entscheiden. Wenn einer kaum Schwellung hat und es geht einem gut, kann man sicherlich nach 14 Tagen schon wieder Sport machen. Wenn man aber sagt, dass der Sport nicht gut tut und es kommt zu starken Schwellungen, dann wartet man am besten noch so bis 6 Wochen nach dem Eingriff. Kontaktlinsenträger haben es nach Ober- oder Unterlidplastik immer etwas schwerer. Es gibt Patienten, die schaffen es schon am ersten, zweiten Tag, die wieder gut reinzumachen. Allerdings bei Unterlidplastik muss man ja am Unterlid ziehen, um die Kontaktlinsen reinzugeben, sodass wir schon empfehlen, mindestens 7 bis 10 Tage zu warten.